Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph und heute braue ich mit euch das Fuller's ESB. ESB steht für Extra Special Bitter und ist ein Markenname, den Fuller's rechtlich geschützt hat. Die Sorte selber ist Special Bitter. Das Rezept, das ich verwende, stammt aus dem Buch Brew Your Own British Real Ale von Graham Wheeler, das man zum Beispiel bei Amazon UK bekommt. Und die Sorte Special Bitter ist im Englischen so ein bisschen was Süßeres, Komplexeres. Das, was man bei uns als die normale Sorte verstehen würde, wäre das Bitter Ale oder Best Bitter. Das heißt, das Bier, was ich hier braue, ist, wenn man noch nie englische Biere getrunken hat, vielleicht nicht das Beste für den Einstieg. Da würde ich tatsächlich ein Bitter Ale empfehlen. Aber ich mag es sehr gerne, es ist sehr lecker und ich habe tatsächlich noch eine Flasche vom letzten England-Urlaub und ich kann dann geschmacklich vergleichen, ob ich es gut getroffen habe. Ja, also im Englischen benutzt man den Begriff Session Ale für ein Bier, was man gut wegtrinken kann, was schlank ist, wo man mehrere von trinken kann. Das ist meistens um die 4%. Und bei uns entspricht das ja dem Pils mit 5% Alkoholgehalt. Deswegen ist das alles von der Skala ein bisschen verschoben. Das Special Bitter ist üblicherweise mit 5 bis 5,5% Alkoholgehalt und wird dann mit Karamellmalz dazu gemacht, dass das Ganze noch extra malzig und kräftig wird und ist deswegen nicht so einfach zu trinken. Ist mehr sowas, wenn man ein einzelnes Bier hat zum Genießen. Dann kommen wir zur Hefe. Und dafür benutze ich eine English Ale Hefe von Bulldog Brewery, die ich in einem fertigen Brauset aus England mal bekommen habe und die habe ich propagiert. Das heißt, die habe ich vermehrt und ein bisschen gesäubert, damit ich die weiterverwenden und im Kühlschrank lagern kann. Ich werde damit dann gleich einen Starter anrühren. Die Hefe, die ich benutze, kann so ein gewisses Orangenaroma mit den richtigen Hopfen erzeugen. Allerdings nicht unbedingt mit Aromahopfen, wie man das sonst kennen würde, sondern die kann auch die Aromen, die in Bitterhopfen drin sind, rauslösen. Und den besten Erfolg hatte ich bisher mit der Sorte Northern Brewer. Die erzeugt wirklich so das Gefühl, man riecht an Orangenblüte oder an Orangenhonig. Für das Rezept, was wir hier bei Fuller's ESB haben, steht in der Beschreibung drin Flavors of Fruity Marmalade, also Orangenmarmelade. Und ich denke, das wird ganz gut passen, wenn wir dann die Hefe benutzen. Und in dem Rezept kommt auch ein Verwandter von Northern Brewer vor. So, dann können wir schon fast mit der Maische anfangen. Ich habe hier einen Braukessel, ich glaube, das heißt Maischekessel von One Concept, der 20 Liter fasst. Ich werde allerdings heute nur 4,5 Liter brauen. Das ist so die Standardgröße, an die ich mich gewöhnt habe. Das hängt auch damit zusammen, dass ich zum Beispiel am Anfang mit einem kleinen Set von Wässerbrau angefangen habe, das ich sehr empfehlen kann, wenn ihr in die Brauerei einsteigen wollt. Die Menge ist einfach leichter zu tragen, leicht zu transportieren, leichter zu handeln. Ja, und man hat nachher einfach nicht so viel Treber übrig, den man dann auch noch irgendwo verwenden muss. So, wir haben einmal als Zutat das Pale Ale Malz und für das Crystal Malt nehme ich Karamilch. Perfekt. Dann können wir jetzt mit dem Maischen beginnen. Bei englischen Bieren ist es typisch, dass die mit einer Maischtemperatur konstant 1 bis 1,5 Stunden gemaischt werden. Das heißt, anders als bei deutschen Verfahren, wo man zwischen mehreren Temperaturen langsam hochstuft, wird im Englischen bei ziemlich genau 66 Grad, 150 Grad Fahrenheit. Und damit das Ganze auch relativ genau funktioniert, habe ich einen Digitalthermometer für den Zweck.
So, es ist ein bisschen später geworden und wir können jetzt mit dem Hopfenkochen beginnen. Für das Fullers ESB benutzen wir 3 verschiedene Bitterhopfen und ein Aromahopfen. Bei englischen Bieren werden typischerweise die Sude immer 90 Minuten lang gekocht. Am Anfang kommt der Bitterhopfen rein und dann 10 Minuten vor Ende der Aromahopfen. Sehr selten gibt es auch Kalthopfung und Hopfenstopfen. Als Bitterhopfen haben wir Target, Challenger und Northdown, wobei ich anstelle des Northdowns den Northern Brewer nehmen werde. Als Aromahopfen Golding. Dann werde ich East Kent Golding nehmen. Das ist eine spezielle Variante von Golding. Und es gibt hier auch eine kleine Menge an Golding als Hopfenstopfen gegen Ende der Fermentation. Target. Challenger. Und ein neues Paket East Kent Golding. So, die Mengen für den Bitterhopfen sind 3 Gramm Target, 2 Gramm Challenger und 2 Gramm Northern Brewer und 2,5 Gramm East Kent Golding. Da habe ich den Northern Brewer gelassen. So, wir haben jetzt unseren abgekühlten Sud hier. Die Würze ist bereit und die kann jetzt in den keimfrei gemachten Behälter abgefüllt werden. Dafür benutzen wir den Messbecher. Zum Filtern haben wir ein Teesieb und füllen das dann einfach per Trichter in die Glasflasche rein. So, wir haben das Bier jetzt abgefüllt. Was fehlt, ist noch ein letzter Rest Wasser, weil das Bier so stark verkocht ist, dass es nicht die entsprechende Menge ergibt und dementsprechend wird die Stammwürze höher sein. Ich werde jetzt allerdings erst die Hefe hinzugeben, weil die auch relativ viel Wasser enthält und dann das Ganze bis auf die Kante hier auffüllen.
Jetzt machen wir noch eine Refraktometermessung zur Zuckerbestimmung. Ein Refraktometer hat den Vorteil, dass es relativ robust ist. Ich habe schon mehrere Spierspindeln und auch Glasthermometer zerbrochen. Deswegen habe ich mir das hier zugelegt, und der einzige wirkliche Nachteil ist, dass man nicht direkt den Zuckergehalt nach der Fermentierung bestimmen kann. Aber es gibt im Internet Rechner dafür, dass man das eintippen kann. Weil das, was man hiermit misst, ist eine Mischung aus dem Brechungsindex von Zucker und Alkohol. Und das ist nur genau am Anfang der Fermentierung, wenn es nur Zucker gibt. Und nachher muss man eben umrechnen. So, dann nehmen wir uns ein paar Tropfen. Von der Würze. Verteilen die hier drauf. Süß-bitter, wie üblich. Und wir erwarten jetzt ungefähr 13,5% Stammwürze. Das sind noch 15. Dann werde ich noch ein bisschen was hinzufügen. Ja, jetzt haben wir 14%. Dabei würde ich es belassen. 14%, das entspricht im Englischen einer Original Gravity von 1058. Das heißt, das Bier wird wahrscheinlich mit 5,8% am Ende rauskommen statt 5,4. Das ist jetzt aber nicht so dramatisch. Ich habe, glaube ich, mittlerweile mit den Verfahren, die ich benutze, ein bisschen höhere Effizienz als das, was das englische Buch erwartet. Als ich gestartet habe, war das noch so wie im englischen Buch, und ich glaube, das geht von einer Brauhauseffizienz von 70% aus, und mittlerweile bin ich da ein bisschen drüber gekommen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es fermentiert, und dann sehen wir uns alle in ein paar Wochen.